Leute. Hey, ich habe heute etwas ganz Besonderes zum Testen, nämlich dieses E-Klapprad E-Bike aus Fernost, das Fido D4S. Ich war mit meiner Freundin in Kärnten auf Urlaub und wir haben uns E-Bikes ausgeliehen. Und wenn man einmal E-Bikes ausprobiert hat, kann man eigentlich nicht mehr zurück. Jedenfalls bis jetzt, was mich bis jetzt davon abgehalten hat, mir ein E-Bike zu kaufen, ist der hohe Preis. Aber dieses D4S kostet nur schlappe 600 € und wir haben für die E-Bike-Miete in Kärnten schon pro Nase ca. 140 € für 4 bis 5 Tage ausgegeben. Und wenn man auf die Straßen in Wien schaut, sind Klappräder sowieso im Trend. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn einer in der Familie ein E-Bike hat und die anderen keins. Deswegen ich habe mir mal ein Fahrrad zum Testen bestellt und wenn es gut ist, werde ich für die anderen Familienmitglieder auch noch E-Bikes kaufen. Eigentlich will ich das Fahrrad meinem Vater schenken, er ist 80 Jahre alt. Aber ich will natürlich nicht, dass er gleich einen Unfall baut. Und auch meine Schwester hat schon Interesse angemeldet. Jedenfalls werde ich einmal jetzt testen, ob das E-Bike, das E-Klapprad auch wirklich gut ist. Das E-Bike kommt zusammengeklappt und gut geschützt in einer sehr schweren Kartonbox. In der Box gibt es einen Reflektor, die Pedale und eine Box mit Ladegerät und Werkzeugen. Man merkt das Gewicht auch, wenn man das E-Bike aus der Box zieht. Allerdings hat das D4S keine Federgabeln, deswegen bleibt es bei 18,5 Kilo. Rahmen und Lenkstange werden ausgeklappt, mit einem Hebel fixiert und einem zusätzlichen Hebel bzw. Ring gesichert. Der Sattel ist sehr groß und macht vielleicht ein bisschen die fehlende Federung wett. Das D4S hat im Vergleich zu den Vorgängermodellen größere Reifen, das heißt 20 Zoll im Vergleich zu noch 16 Zoll beim D2S. Das hat mich ebenfalls zum Kauf motiviert, da man mit 20 Zoll schon relativ sinnvoll unterwegs sein kann. Allerdings ist das Rad dadurch größer. Das Fahrrad lässt sich sehr schnell montieren. Das benötigte Werkzeug wird praktischerweise gleich mitgeliefert. Es gibt eine LCD-Anzeige von Geschwindigkeit, Kilometer und Modus. Das Vorgängermodell hatte noch keine grafische Anzeige. Ich habe gleich probiert, das Fahrrad auf 35 km/h einzustellen und es funktioniert tatsächlich. Wenn man beide Bremsen anzieht und den Drehgriff für die Beschleunigung beim Einschalten dreht, zeigt das Display E004 an und danach kann man den Motor auf 35 km/h beschleunigen. Zumindest mit dem Drehgriff geht das. Das ist natürlich in den meisten EU-Ländern illegal. Ich will euch jetzt kurz die Ausstattung von diesem E-Bike zeigen. Zunächst, ich habe es mir in weiß bestellt, weil schwarz hat jeder und weiß sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Man kann dieses Sattelrohr sehr weit verstellen, ist auch für sehr große Personen geeignet. Dann der Sattel ist sehr weich. Dann hat man hier auch noch so Scheibenbremsen, das ist alles nur mechanische. Der Ständer ist auch sehr stabil. Leider nur wenn man zuklappt, macht das so ein Geräusch wie eine Glocke. Aber wenn man ganz vorsichtig ist, vorsichtig zuklappt, dann geht es eigentlich. Dann hat das Fahrrad hier noch so eine Gangschaltung mit 6 Gängen. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn man mit der höchsten Geschwindigkeit unterwegs ist. Dann gibt es hier eine Hupe, die ist ziemlich laut. Und hier gibt es ein Licht. Aber leider gibt es nur vorne ein Licht. Hinten gibt es leider nur diesen Reflektor. Man kann sich natürlich einfach selbst ein Licht montieren. Der Akku ist leider fest verbaut, das heißt, man muss das E-Bike immer zur Steckdose bringen. Er ist angegeben mit 10,4 Wattstunden bzw. 80 Kilometer Reichweite, aber vor allem wenn man diesen 35 km/h Modus verwendet, ist das wahrscheinlich ziemlich unrealistisch. Aber so 60 Kilometer oder 45 Kilometer wird man sicher damit erreichen. Ich will jetzt testen, wie man das Fahrrad im Aufzug transportieren kann, weil ich wohne im 5. Stock. Beziehungsweise kann man das Akku nicht rausnehmen, deswegen muss man das E-Bike sowieso in der Wohnung laden. Und ich hätte auch Angst im Keller, dass es gestohlen wird. Zunächst lässt sich das Fahrrad ganz gut über die Stiegen tragen, da es nicht so schwer ist. In den Aufzug passt es locker, es könnten sogar 2 Personen mitfahren. Wenn man ebenerdig wohnt, ist das alles natürlich viel einfacher. Trotzdem muss man vielleicht manchmal, wenn man wo ist, das E-Bike sicher verstauen. Auch in den Öffis sollte man daher kein Problem mit dem E-Klapprad haben. Ich will euch jetzt diesen Moped-Modus zeigen, diesen Drehgriff, weil wenn man losfährt, hilft der Motor eigentlich erst ab ca. 5 bis 10 km/h mit und je nach Modus, den man eingestellt hat,
ist die Maximalgeschwindigkeit vorgegeben. Zum Beispiel bei Modus 1 ist es ca. 15 km/h, im Modus 2 ist es ca. 18 km/h und erst im Modus 3 ist die Maximalgeschwindigkeit 25 km/h. Man kann sich beim Start auch mit diesem Drehgriff helfen. Es hilft auch, wenn man so bei einer Steigung losfahren will oder wenn man einen zu hohen Gang eingestellt hat. Man kann eigentlich kleinere Steigungen fast nur mit diesem Gashebel hochfahren. Das ist aber in manchen Ländern illegal. Dann sollte man diesen Drehgriff vielleicht mit schwarzem Klebeband abkleben, dass man nicht in Verdacht kommt, dass man das verwendet. Ein Nachteil ist, dass dieses E-Bike ohne Gepäckträger geliefert wird. Ich habe aber so einen Burley Travois Fahrradanhänger. Ich verwende den zum Einkaufen oder zum Beispiel heute, um meine Kameraausrüstung zu transportieren. Für ein E-Bike ist dieser Anhänger eigentlich ideal, weil man den Anhänger schon spätestens bei Steigungen spürt. Da die Räder beim D4S kleiner sind, ist genug Platz beim Ausleger, dass er nicht an den Rädern streift. Mit normalen E-Bikes kann man da schon Probleme haben. Ich habe noch die alte Version vom Travois. Die neue Version hat hier so eine Schnellkupplung. Damit kann man auch schnell von einem Rad aufs andere wechseln. Ein Nachteil bei diesen China-Bikes ist auch, wenn man ein Problem hat, dass man sich selbst darum kümmern muss, weil man kann das Rad ja nicht nach China schicken. Zum Glück gibt es eine Facebook-Gruppe, wo sich Besitzer austauschen können und wo man auch lernen kann, wie man sein Rad quasi pimpen kann. Das heißt, aus der Not, dem fehlenden Support, wurde eine Tugend gemacht, die Besitzer helfen sich selbst. Mir ist das so auf jeden Fall lieber, weil ich Probleme lieber selbst behebe. Aber bis jetzt habe ich wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass nichts kaputt ist. So, was ist jetzt mein Fazit über dieses E-Bike? Ich finde, dieses Fahrrad ist ein absoluter Traum und es ist kein Wunder, dass jeder in der Familie jetzt so ein Fahrrad haben will. Ein großer Nachteil ist, dass es keinen Drehmomentsensor gibt. Das heißt, ab einer gewissen Geschwindigkeit beginnt der Motor zu unterstützen, aber dann unabhängig davon, wie stark man in die Pedale tritt. Das ist vielleicht für meinen Vater ein bisschen ein Problem, weil das Fahrrad schon ziemlich rasant beschleunigt. Man kann sich vielleicht nur dadurch helfen, dass man kurz die Bremse antippt, dann hört der Motor auf zu beschleunigen. Oder man schaltet den Modus von Stufe 3 auf Stufe 2 oder 1 runter, dann ist auch die Maximalgeschwindigkeit, wo der Motor noch unterstützt, etwas niedriger. Was auch etwas unschön ist, dass die Kabel hier unterhalb vom Rahmen verlegt sind. Da haben sie beim Produktfoto auch etwas geschummelt, weil da sind eigentlich diese Kabel unsichtbar. Aber wahrscheinlich ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man was reparieren muss, weil wenn die Kabel innerhalb des Rahmens verlegt wären, wäre es wahrscheinlich ein Albtraum, das E-Bike zu reparieren. Und dann steht auf der Produktseite auch etwas von Ultralight. Das Fahrrad ist zwar aufgrund der fehlenden Federgabeln nicht zu schwer, aber ein Ultraleichtgewicht ist es auch nicht. Ja, es wäre vielleicht schön, wenn es eine USB-Ladebuchse am Display geben würde, um das Handy zu laden. Ja, es wäre schön, wenn die Scheibenbremsen hydraulisch sind, aber dann wäre das Fahrrad wahrscheinlich unerschwinglich. Die Bremsen quietschen auch ein bisschen, muss ich immer ein bisschen einstellen, weil es mechanische Scheibenbremsen sind. Und dann ist zum Zuklappen am Rahmen dieser Hebel, der hinterlässt leider kleine Bäcker im Lack. Ich habe mir da jetzt so ein Klebeband aufgeklebt, damit es nicht noch ärger wird. Was mir dann noch aufgefallen ist, dass diese Sattelstange, wenn man sie verstellt in der Höhe, dass sie leicht zerkratzt. Das ist ein bisschen blöd, wenn man mehrere Familienmitglieder hat und jeder will eine andere Sattelhöhe. Trotz dieser Kleinigkeiten finde ich das E-Bike, dieses E-Klapprad, eigentlich ein geniales Rad. Man kann es auf 35 km/h beschleunigen, dann kann man es eben zusammenklappen. Dann hat es relativ große Räder, 20 Zoll, damit kann man eigentlich schon relativ sinnvoll unterwegs sein. Ich kann dieses E-Bike wirklich empfehlen, wenn man die Chance hat, eins zu ergattern, weil zumindest der Preis scheint stark zu steigen, weil die Nachfrage offensichtlich sehr hoch ist. Jetzt kostet das E-Bike scheinbar schon 700 €. Ich hoffe, mein Review war für euch nützlich. Wenn ja, lasst bitte gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, postet sie gerne in den Kommentaren. Ich werde das E-Bike und alle Produkte unter dem Video für euch verlinken. Bis nächstes Mal. Tschüss! Schau mal. So wie das Klapprad von dir, oder? So. Willst du probieren einmal? Oh ja. Nein, ich glaube, es wäre doch dein Fahrzeug. Nein, es ist geschenkt, ja, es ist für dich. Hochzeitsgeschenk. Nein, Aber das ist wirklich toll. Ich habe auch gedacht. da, du kannst noch
Du kannst noch probieren, ja, aber es gehört dir, ja. Wenn Das macht wirklich Spaß. es wirklich nichts ist kein Problem, ja, ist kein Problem, ja, aber es ist für dich, ja. Man kann, wenn man langsam fährt, also man kann das so einstellen fahren, dass immer ein bisschen Unterstützung gibt. Man braucht fast nichts machen. Ich bin mit gerne fahren, ja, das ist super. Das ist wie ein Motorroller eigentlich. Ja, Und mit dem kannst du noch schneller fahren. ja, aber ich Aber das kann ist das, noch zusätzlich. kannst du das nicht annehmen. Na, die Hupfe, du piep. Also die Hupe ist hier, pass auf die Leute, pass auf die Leute. Na, unten, das ist das Licht, Ah, Patricia. das ist der Licht. Es ist laut, ja. Ja. Kannst du das nicht annehmen. Na, annehmen ist überhaupt keine Diskussion, das ist nicht das Thema, ja. Oh ja, Das ist nicht das Thema, ne? das Geld habe ich. Ja, ja. Kann zahlen. Das ist kein Thema. Ich zahl's. Ah, es war so schnell. Bist du wahnsinnig.